Hallo alle zusammen, hier ist Gabriel und es gibt wieder eine Deutsch-Podcast-Folge. Das heutige Thema ist, ändert sich die Persönlichkeit, wenn man eine andere Sprache spricht? Ich möchte gerne über dieses Thema sprechen und dir sagen, warum ich glaube, dass sich die Persönlichkeit eigentlich nicht ändert, wenn man in einer Fremdsprache spricht. Aber zuerst einmal sollten wir mal zusammen überlegen, was heißt denn eigentlich die Persönlichkeit eines Menschen, einer Person? Offensichtlich gibt es viele verschiedene Einflüsse, die unsere Persönlichkeit formen. Das heißt also nicht nur die Gene oder die Veranlagung, sondern natürlich auch die Familie und die soziale Umgebung und im weiteren Sinne unsere Gesellschaft und unser Land, unsere Kultur. Natürlich kann man und sollte man auch die Sprache dazu rechnen. In gewissem Sinne müsste es auch Einfluss durch die Sprache auf unsere Persönlichkeit geben, aber meiner Erfahrung nach fühle ich mich überhaupt nicht anders, wenn ich beispielsweise auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch oder auch auf Chinesisch spreche. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass sich meine Persönlichkeit irgendwo ändert, sondern ich habe nur das Gefühl, dass entweder mein Vokabular anders ist oder dass ich in bestimmten Kontexten diese Sprache benutze oder nicht. Sprachen sind ja sehr einzigartige Gebilde. Jede Sprache für sich hat ja verschiedene Ausdrucksformen oder Wörter, die wirklich nur in dieser Sprache vorkommen. Das heißt also, gewisse Dinge kann man entweder leichter in einer bestimmten Sprache ausdrücken als in einer anderen, oder man kann gewisse Dinge sehr schwierig in andere Sprachen übersetzen. Und ich bin mir natürlich sehr im Klaren darüber, dass dies auch irgendwie die Wahrnehmung beeinflusst. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen von der Sprache weiter zu der konkreten sozialen Umgebung oder zu der Kultur gehen, dann sehen wir auch, dass in jeder Gesellschaft oder in jeder Kultur bestimmte Dinge, entweder bestimmte Verhaltensweisen entweder gefördert werden oder bestraft werden. Also welches Verhalten wird eher motiviert oder irgendwie nicht wirklich gefördert? Und ich glaube schon, dass dies einen Einfluss auf die Menschen hat und in gewisser Weise auch auf die Persönlichkeit. Das muss aber nicht bedeuten, dass je nach Kultur und Muttersprache die Menschen grundsätzlich total anders sind. Das sehe ich so nicht. Sondern ich glaube eher, dass bestimmte Verhaltensweisen mehr oder weniger betont werden. Ein anderer Punkt ist das Vokabular und wie gut man eine Sprache beherrscht. Es könnte auch sein, dass dies die Wahrnehmung gegenüber dieser Sprache und gegenüber den Leuten, die diese Sprache sprechen, beeinflusst. Das heißt also, eine Persönlichkeitsänderung, die man fühlt, wenn man eine andere Sprache spricht, hat meiner Meinung nach nichts mit der Sprache zu tun, sondern eher mit der subjektiven Wahrnehmung. Außerdem ist ein ganz wichtiger Punkt, welche Bilder, welche Dinge man mit einer bestimmten Sprache assoziiert. Woran denke ich, wenn ich an Spanisch denke, wenn ich an Deutsch denke oder Englisch, Japanisch, Chinesisch und die vielen anderen Sprachen? Normalerweise hat man zu jeder Sprache irgendein bestimmtes Bild oder vielleicht bestimmte Emotionen. Man verbindet gewisse Persönlichkeitszüge mit einer Sprache. Auf der einen Seite nimmt man Sprache A als sehr extrovertiert wahr, auf der anderen Seite dann wieder eine Sprache B eher introvertiert. Und da möchte ich noch ein paar Beispiele geben, wie uns verschiedene Szenarien auch beeinflussen können und uns glauben lassen könnten, dass wir eine andere Persönlichkeit haben, weil wir eben anders kommunizieren. Beispiel Nummer 1, wenn ich mit jemandem Englisch spreche und wir beide sind keine englischen Muttersprachler, dann kann ich es so erleben, dass die Kommunikation nicht so stressig ist, weil ich weiß, dass wir beide hier eine Fremdsprache sprechen und der Leistungsdruck, perfekt Englisch zu sprechen, nicht so hoch ist. Umgekehrt kann man sich vorstellen, dass womöglich dieser Leistungsdruck höher ist, wenn man eine Fremdsprache spricht und die andere Person ein Muttersprachler dieser Sprache ist. Beispielsweise, wenn ich Spanisch spreche und ich spreche mit einem spanischen Muttersprachler, dann bin ich eher dazu geneigt zu denken,
dass ich hoffentlich alles richtig sage, die Grammatik korrekt ist und dass ich gutes Vokabular benutze. Manche Leute berichten auch davon, dass sie sich extrovertierter fühlen, wenn sie Englisch sprechen. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass Englisch die internationale Kommunikationssprache ist und dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es ein offenes Tor, ein Fenster zur Welt ist. In einem anderen Fall ist es vielleicht auch sehr interessant zu sehen, wenn ich Chinesisch spreche und wenn ich in Taiwan bin, dann erwarten viele Leute überhaupt nicht, dass ich Chinesisch überhaupt kann und verstehe und sie sind eigentlich überrascht. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann versteht man diese extrem unterschiedlichen Kontexte und wie diese Kontexte unsere Wahrnehmung beeinflussen können. Als letzten Punkt möchte ich gerne Wünsche und Projektionen nehmen. Wir haben bestimmte Wünsche und bestimmte Gedanken, wenn wir eine Sprache sprechen möchten. Das heißt also, wenn ich mir denke, wenn ich Englisch spreche, dann bin ich auf jeden Fall extrovertierter, dann ist das irgendwie auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich denke mir schon im Vorhinein, dass etwas in der Zukunft so sein wird. Und wenn ich dann wirklich in der Situation bin, dass ich Englisch spreche, fühle ich mich plötzlich wirklich extrovertierter. Aber das hat meiner Meinung nach, wie gesagt, eher etwas mit meiner subjektiven Wahrnehmung zu tun, als mit einer echten, richtigen Veränderung meiner Persönlichkeit. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge schließen. Bitte schreibt mir eure Erfahrungen und eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf eine freundliche, nette und sehr interessante, spannende Diskussion mit euch. Das war die Podcast-Folge von heute. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Podcast.